American football brings you the divisional round of the NFL playoffs, and it's brought to you by EA Sports. It's the Browns and the Dolphins coming up next. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Madden NFL 22. Und jetzt das Divisional Game gegen die Cleveland Browns. Has immersed South Florida as we are at Hard Rock Stadium here in Miami. Coming up, it's divisional round Saturday, and we've got an AFC battle on tap between the Cleveland Browns and the Miami Dolphins. Und ich hoffe, wir können dieses Spiel gewinnen und eine Runde weiter uns Final einziehen. Charles, you look at the Dolphins as they enter play in this one. They have certainly got it rolling of late. Winners of 6 in a row. And it's simple. The more you win in the regular season, the more likely you play at home in the postseason, and that can take you deep into January. Meanwhile, for the Browns here, they come in feeling good after back-to-back victories. And going back through the tape, I thought they looked pretty good last week. It was a solid win, a comprehensive win. Denn wir wollen ja natürlich ins Conference Final einziehen. Und dafür brauchen wir den Sieg heute. Es ist, also je nachdem, egal wie es läuft, okay, die Panthers wurden dann mal dezent auseinandergenommen von den Bucks. Egal wie es jetzt läuft, die Saison war so schon extrem stark, diese Saison. Klar hatten wir 1, 2 Schwierigkeiten mit Tour, aber das ging. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Werte von Baker an. All in all, he was pretty solid in the victory in the wild card round and threw a couple of touchdowns. And when it comes to quarterback play, you'd always love spectacular, but in the playoffs, und die Werte so an sich waren gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, wir haben von den reinen Stats her mit Tour, glaube ich, mit den, ich sag mal, unkonstantesten Quarterback hier. Aber, wie gesagt, wir gewinnen die Spiele und das zählt am Ende. Nur damit kommt man weit in den Playoffs, in der Regular Season. Und Shorty mit dem ersten Sack. Shorty. Ich habe es immer mit Shorty, aber es ist Short. Mit dem ersten Sack in dieser Partie gegen Baker Mayfield. Und da geht es erstmal zurück für die Browns. Hier sehen wir es. Ordentlich einen mitgegeben. Keine Chance für Baker, den Ball loszuwerden. Damit sind wir bei 3. und 19. Das fängt schon mal extrem gut an. Also kommt jetzt Geno Atkins. Hoffentlich. Nein, das Ogba. Emmanuel Ogba mit dem Sack. 4. und 33 damit. Und damit kriegen wir den Ball. Weil ich glaube nicht, dass wir den 4. und 33 ausspielen werden. Da gehe ich nicht von aus. Also von daher der erste Ball gewinnen für uns. Ich hoffe, wir können das so halten. Wir nehmen mal Return Left. Here's Jamie Gillen now. And no room for error here as his first punt comes from deep in his own end zone. And he's able to get it out of there, and this is a pretty good kick. Here comes Grant on the return. Unable to corral him, he fights through. A solid punt, but also a nice return there of 14 yards. Und jetzt kommt unser Mann. Tour 30-20, das meine ich. Also von den Werten her, glaube ich, der schlechteste Quarterback hier in den Playoffs. Aber, wie gesagt, solange wir die Spiele gewinnen, ist das eigentlich vollkommen egal, was da für Touchdown Interception-Rate steht, wenn wir am Ende das Spiel gewonnen haben. Interessiert das keinen. Und wir beginnen gleich mal mit dem Lauf über Todd Gurley. Unser Workhorse diese Saison, der uns viel gebracht hat.
So, mit einer der besten Off-Season-Verpflichtungen. Und den hat gewonnen Parker. Sind gleich mal 5 Yards neues First Down. So. Will Fuller wird da nicht frei. Aber Gesicki könnte frei werden. Ja. Das war ein guter Pass. Langsam nach vorne arbeiten ist die Devise. So, da kommen wir mit Todd Gurley und das ist ein guter Lauf. Nächstes First Down. And a nice little broken tackle run there by Todd Gurley, the 10th pick in the 2015 draft. So. And that's what you get with him. That full package of speed, power, da könnte die Mitte gut frei werden für Gurley. Die Die wird gut frei, nächster guter Lauf. Schon mit 3 Läufen 20 Yards. 7 yards on the pickup there, and So. it'll leave him with a 2nd and 3. Versuchen wir zu Waddle den Ball dann zu bringen. From the gun, it's Tua. That's Und going der to be kommt caught gut by an. Waddle. That throw good for only a couple. It brings up 3rd down. Never make the mistake that the slot receivers, especially the little guys like we're watching here, are just quicker than fast. A lot of them combine quickness and speed, and they catch a lot of footballs, as we just saw there. So. Tua looking to throw on 3rd and 2. Der wird nicht gut. Und da laufen wir out of bounds. Könnte ein neues First Down gewesen sein. Ja. Haben wir den lieber den First Down hingenommen. Bevor wir auch noch einen Hit kriegen. Lieber ins Auslaufen. Und den Ball hier kurz vor der Endzone verlieren wäre halt nicht so klug gewesen. Den hat Parker. Schön. That was the 8th play of the drive, so a somewhat fitting pickup of 8 yards. I don't think it's a surprise they're throwing the football early. We expected that. They told us they were going to come out firing, but 4 for 4 on the opening drive. They like that. They don't just like it, they love it, because now everyone gets locked in. Your confidence jumps up. Everyone's easy about what they're doing out there. And by the way, they're looking at the sideline thinking to themselves, and it's... Und den hat Todd Gurley, Touchdown. Todd Gurley, a 14-yard touchdown. And the Dolphins are on the board first here in this division round matchup. Well, these guys have won 3 straight ball games and another good start to this one out to the 6-0 lead. And I've talked with so many different coaches, as have you along the way, and they always talk about winning streaks and the mood of a team and how much easier it is to actually prepare during Der that time. PAT geht auch rein und damit 7-0 für uns. Nur noch 1,58 im ersten Viertel zu spielen. Also wir haben gut Zeit runtergenommen und die Führung ausgebaut. Jetzt muss die Antwort von Cleveland kommen. Sanders, guter Kickoff. Und nicht returnable für die Browns. Und damit kommt wieder Baker Mayfield aufs Feld. Den wir beim ersten Drive gut stoppen könnten. Und hier hat er noch übel Backhand. Also hier hat er noch OBJ, den er ja echt nicht mehr hat. Und da waren Short und Baker mit dem Stopp gegen Nick Chubb. So, dann gucken wir mal, ob sie jetzt das was wird. Und da ist Wilkinson mit dem Sack. Und der dritte heute schon, dann dritter und 18. Und da wären Oscar, Wilkinson und ich glaube Short Russ, der da noch dran war, ja. Also der hätte auch noch einen Sack setzen können. Und damit haben wir eigentlich den Drive auch schon wieder fast komplett weggenommen, den Browns. Jetzt wird Atkins gedoppelt.
Und das ist die Interception. Xavier Howard mit der Interception. Richtig gutes Spiel bisher für uns. Und der ging genau in die Arme von Xavier Howard. Perfekt. So Miami coming out for their second drive. This offense thankful, I'm sure, to have the football back, but also, Charles, after a long drive of their own, they've got to be a little weary. Yeah, I would agree with that, and what you have to do to combat it. Waddle, nice first down. Especially the skill positions, and then for the offensive line, instead of attacking, maybe slow the tempo down a little bit, let them catch their breath. Setting to throw on first down is Tua. Den hat Devonta Parker. Also bisher läuft extrem gut für uns. Es kann gerne so weitergehen. Auch wenn das erste Quarter jetzt so rum ist. Hier sehen wir noch mal ein paar Stats aus dem ersten Viertel. Und es läuft bisher genau in unsere Richtung. Wir haben den Ball, wir haben Turnovers kreiert jetzt schon. Also, was wollen wir mehr? Wir haben noch keine Turnovers zugelassen. Also noch besser. Es kann nur vorangehen. Und nächster guter Lauf, Todd Gurley. Wir kommen voran. Was machen wir als nächstes? Hier sehen wir nochmal den Lauf von Gurley. Hab mir schon was überlegt. Wo ist es? Da. Ja, das könnte gefährlich werden. Dann lasse ich Gurley lieber laufen. Bringt nur ein Yard, aber ich habe gesehen, mit dem Jet Sweep wären wir da nicht durchgekommen. Und jetzt können wir da gut durchbrechen. Also Waddle, let's go. Und das ist fast das nächste First Down. Dritter und Inches. So. Und dann versuchen wir über die linke mittlere Seite. Das ist das neue First Down. Wir weiterhin die Zeit runternehmen. Weiterhin die Zeit runternehmen. Das ist das Beste, was wir machen können. Einfach die Zeit runternehmen und in Ruhe spielen. Vor allem in Ruhe im Spiel haben. Das ist das Wichtigste. Weil wenn wir uns hetzen lassen, dann haben wir eigentlich schon fast verloren. So. Also Waddle komplett frei. Nächstes First Down. The goal for any offense versus his own defense, find the holes where guys are available and put the ball in the receiver before any defender can step up and fill it. They did it well there. Perfectly executed crossing route. So. Inside the red zone here, they'll look to throw. Over the Yeah, middle, he's by got Gesicki, Gesicki. big 6'5" tight end. A good pickup there, 8 yards on the first down completion. Nice rhythm throw there on first down. He located his tight end, made it a nice easy pitch and catch. Hoping he can break a tackle or two. Wasn't able to do that there, but still good yardage. Und den hat Gesicki, Touchdown. Mike Gesicki, a 12-yard touchdown grab. And the Dolphins are able to extend that advantage. The full team is involved in
this game early, aren't they? Go down the field and score on offense, take the ball away on defense, and go right back and score again. You gotta like the way that's working for them. That's exactly right. Touchdown, turnover, touchdown, 2-score lead. A little bit like you at breakfast this morning. I gotta get this in. You had a perfect omelet, dropped it. So a little bit of a turnover. You went right back. Der Pieti ist auf 14-0. Ich hoffe, wir können das so durchziehen, wie was jetzt aktueller. Was macht ihr da? Warum? Warum? Ich mag das nicht. So, Kickoff. Und der ist auch wieder nicht returnable. Und jetzt muss Baker Mayfield in diesem Drive mal abliefern. Also bisher war das ja nichts, was er hier heute gezeigt hat. Baker. Hier sehen wir seine Highlights. Sack. Der nächste Sack. Und die Interception dazu. Also bisher nicht existent, der gute Mann. Dann nehmen wir Short. Wir waren eigentlich durch, hätten ihn stoppen können, aber das ist stark. Stark. Da ist die Qualität von dem Nick Chop, also das war Nick Chops Play. Weil ich bin eigentlich sofort direkt durchgebrochen, aber genau an ihm vorbeigeflogen. Und dann ist ein Nick Chop, wenn er eine Lücke sieht, weg. Da kommst du nicht mehr hinterher. He used his speed and escapability in tandem and turned this into a tremendous play. And he covered a lot of ground on that one, as evidenced by the final total there on Next Gen Stats. Cody Parkey is on now for the point after. And that one makes it 14. Und so schnell hat man wieder einen Football-Game. 11 Sekunden hat es gedauert. Und die Browns sind wieder dran. Aber wir müssen eigentlich nur unser Spiel, so wie wir es bisher haben, zu Ende führen. Einfach so weiter runterspielen. Und der ist returnable. Hätten wir die Lücke früher gesehen. Aber trotzdem ein sehr guter Return. Und jetzt kommt Tua. 55 für 50 Yards bisher. Im letzten Drive sogar nur. Also, das ist schon stark. Nehmen wir es so. Wir beginnen wieder mit einem Lauf. Der Lauf war nicht schlecht. 2 Yards. Kann man mit leben. Dann kann man was mit anfangen. Der macht der Lauf mehr Sinn. Und das ist ein neues First Down. Also mit Todd Gurley haben wir da wirklich vor der Season wirklich eine gute Entscheidung getroffen, den uns zu holen. Und hier sieht man nochmal warum. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem guten Running Back hast du auch schon mal viel mehr Optionen in deinem Offensivspiel als ohne einen guten Running Back. Weil der bietet dir so viele Möglichkeiten, so viele Passrouten dadurch werden aufgeöffnet. Einfach weil sie den Lauf berücksichtigen müssen. Und das sieht man ja in diesem Spiel hier. It's funny, throughout the time that we've been together, when we talk with running backs about the ability to catch the ball, their eyes light up when they talk about open field and having one-on-one matchups, don't they? Yeah, they do. And that's the reason why what we just saw, shedding those tackles, and that's what they're used to doing. It is, and it starts at the beginning of the play. One-on-one matchup if someone's trying to cover Die them. kommt jetzt. 2-minute warning. Downfield after the catch when they're running with the ball, they think they're going to win those too. Also bisher ist das Spiel auf unserer Seite. Und ich hoffe, das bleibt wirklich bis zum Ende so. So.
We remind you, as we've done all year, that Und coming da up at könnte halftime, we will Parker visit frei with werden. Jonathan Coachman standing by in Orlando. He'll let you know what's going on here on a very eventful division. And the Browns pressure gets to him that time, and he's going to go down. Zu langsam. Jadavian Clowney. Und da ist Jadavian Clowney. That's what they have to do more defensively. Not just get him set, but to keep getting in his face. Not let him get his feet set and deliver. He's been carving them up previously. Yeah, already has a couple of touchdown passes. About time they put a few grass stains on that jersey. After the sack on first down, Tua. That's complete to his tight end, Mike Gesicki. Danke, Gesicki. He'll get 9 there as that sets him up better. Haben wir uns zu bedanken. Dritter und 5. Perfect defense in this situation would have meant that there was an incompletion. They would have picked it off. Okay, so they gave up the completion. Das könnte das Play werden für diesen Drive. Das Entscheidende. Und das ist ein neues First Down. Jetzt nehmen wir das erste Timeout. In dem Drive, weil es wichtig ist, dass wir hier das First Down haben. So. Das nächste. Da könnten sie über rechts den Blitz setzen. Gesicki. Gesicki hatte ihn aber letzten Fallen. Schade. My first thought is surprise because that's one of the better tight ends around, and I've seen him pull in balls like this before. But how about a little credit to the defense forcing that incompletion? Und das ist der erste, der zweite, der daneben geht. Von Rouven. And that's the thing to keep in mind. They're in field goal range, so now you don't take any unnecessary risks, but you try and find a way to get back to what you were doing earlier in the drive in order to finish this one off. Throwing is Tagovailoa on third down here. That throw complete to his tight end long. And taking it to the 15-yard line before he's Und da haben wir das neue First Down bekommen durch Long, der das extrem stark macht. Jetzt haben wir noch 40 Sekunden. Und ein Timeout und wir sind kurz vor der Endzone. And he'll be out of bounds about a half to a full yard shy of the 5. Give him 10 yards on the pickup, and it'll be second and very short. And he'll be brought down this time at the 5-yard line. Neues First Down. Touchdowns on drives 1 and 2, and now they're trying to make it a perfect 3 for 3 to neues start. First Down. On first and goal, Gurley. Und Gurley ist kurz davor. On first down, it'll be second and goal. Und jetzt Now ist die a Frage, timeout was signal machen wir? for, and they'll get it with 10 seconds to go before halftime. Wir nehmen die Punkte mit. Also ich würde lieber die Punkte mitnehmen. Aber komm, wir versuchen es. Und Gesicki! Touchdown! Gesicki in the final seconds of the first half. And the Dolphins will extend their lead here just before halftime. And this drive, Charles, very well timed as they score with very little time remaining in this first half. Und Long wäre auch komplett frei gewesen. Aber da ist der nächste PAT drin. 21-7. Und wir fangen, glaube ich, sogar die zweite Halbzeit mit Ballbesitz an, wenn ich mich recht entsinne. Also besser läuft, kann es gar nicht laufen. Und wir fangen die letzten 8 Sekunden an. So just 8 ticks Und remaining los here geht's. in the first half as they'll kick this one away. Pulls it in at the 13. And he'll be brought down So, right 5 on the Sekunden chalk noch to the 20. von der 20. Und
Und wir verteidigen komplett, aber das war's. Die Browns gehen mit uns in die Halbzeit. And with time running short here, they'll simply take a knee, and that should do it for half number one. So it's on to halftime in this AFC divisional round matchup as we send you up to Orlando to check in with Jonathan Coachman at our EA Sports Halftime Report. Okay, Brandon, this is the second of 4 games this weekend as we narrow the field down to the 4 teams who will meet in the league championship games next Sunday. We'll get back out to you guys in just a moment. But first, let's take a look ahead to tomorrow's other divisional round games in the AFC. And it looks like a good one, as it'll be the Pittsburgh Steelers doing battle with the Kansas City Chiefs. On now to a look at the next-gen stats in that first half for the Browns. And they did have some success running the football in those first 2 quarters. And that might be something they continue to work on as they try to get back in this game. Meanwhile, for the Dolphins, you get a look at what they were able to do throwing the football. And whatever they've done, it's worked, as they have the lead through 2 quarters of play. Final adjustments are underway in the locker rooms. Which of these 2 teams will survive and advance to next weekend's AFC Championship game? Ich würde sagen, dass er den versuchen wird. Obwohl, es war nur ein einziger Lauf. Also ich würde weiterhin auf die Defense Outside Runs gehen. Also die Taktik so beibehalten, wie wir aktuell fahren. Und wir kriegen den Ball. Nein! Oh, fast ein Return, genau. Im richtigen Game, aber leider nicht. Und das sind die Werte von Todd Gurley und die sind nicht schlecht. 10 Läufe, 55 Yards. Gut, noch kein Touchdown, aber dafür hat er einen Touchdown gefangen. Also kann man auch wiederum sagen, also irgendwo hat er ja doch seinen Touchdown gehabt. Jetzt überlegen wir uns mal, was können wir machen. Nehmen wir eins der 3 vorgeschlagenen Plays. Finde ich nicht so gut. Also fangen wir mal mit einem klassischen Lauf an. The Dolphins at the line ready for their next drive. And they're in the position they expected to be in. They've got the lead, home crowd behind them, and they're looking toward making that next step in these playoffs. Da wäre nämlich viel Raum gewesen, aber trotzdem ein relativ guter Lauf. I'm not saying get away from throwing the football. That's still working. But if they run it more effectively, they may get even bigger plays in the passing game. On second down, it's Gurley again. Oh, und das ist ein guter Lauf von Gurley. Inside the 40, not quite to the 35. 72 yards for him on the ground now. He has been a tough man to bring down all night. Well, you certainly have to give Danke, Todd. Danke, Todd, für deinen Einsatz, weil das ist wieder ein starkes Play von Todd Gurley. Was machen wir als nächstes? So. So from the 36 now, 1st and 10. Tua gonna throw. And it's nearly an interception, but it's incomplete. Well, a turnover Glück, really dass would have der helped him there, but not to be. Nicht intercepted wurde. So now 2nd and 10 after the incompletion on 1st down. 10. On play action, here's Tua. And he takes a shot Und der hätte ankommen können. Aber der Sack hat gesessen. Looking to pass, Tua. He'll get this to his tight end, Gesicki. Oh, und das ist das nächste First Down, Gesicki. Schön. When you get a big tight end like this, sometimes it takes more than one man to bring him down. Oftentimes your best bet, just jump on and hold on and wait for your teammates to arrive to help get him on the ground. Könnte gefährlich werden, aber vielleicht hat Waddle doch genug Speed. Now Waddle on the jet sweep. Und die hat er. Und fast ein neues First Down.
That one good for 10 yards. And that'll bring up a second and just about a few inches here. Second Well, if and you like the inches. guys who run the ball, you're enjoying watching this. But the other guys, Das heißt, especially the Lauf. defense coordinator, trying to figure out an answer on how to slow down the running game. I think Schön. maybe starts to call more blitzes because you can call run blitzes in order to try and get more people to the point of attack. Most of their damage has been done through the air. I mean, they've rung the bell 3 times with passing touchdowns, but guess what? Ground game has not been neglected. Nice little burst right there. This offense continues to be a hot knife through butter. 3 drives, 3 scores, and knocking on the door again on drive number 4. And a quick throw here, that's Und das complete. ist Devonta Parker mit dem Touchdown. Devontae Parker, a 9-yard touchdown grab. And the Dolphins continue to show why it pays to play at home in the postseason as they add on to their lead. And right now, Charles, I think you'd have to say their class starting to show through. Yeah, they were disappointed not to get the #1 seed in the playoffs, but the reality is these guys can play anywhere. It doesn't matter for them. And if they can indeed hold on to this lead, that's going to set up one heck of a championship game next Sunday. Let's come back and watch it, shall we? Something tells me you and I are going to be there. Und der PAT könnte daneben gehen, It's ja. no good. No, he misses the extra 20 point, Punkte and our Vorsprung. score stays right where it is. Aber das sollte es eigentlich schon fast gewesen sein für dieses Game. Aber ihr habt in der ersten Halbzeit gesehen, wie schnell sich das Ding hier drehen kann. Also abschreiben tue ich die Browns noch nicht. Denn ich glaube, da wird jetzt einiges kommen von Baker. The Browns now, they get set for their first possession of the third quarter. Und vor allem das Gefährliche ist ja, er hat auch noch Nick Chubb an seiner Seite, also von dem kann ja auch noch was kommen, nicht nur Baker Mayfield. Das meine ich, da ist er schon. So. Well, it's time for them to be good teammates right here. And what I mean by that is possess the ball for a little while. Get at least 2 first downs. Give their defense Und so schnell hat er schon 2. und 3. Ah, und da ist der nächste gute Lauf. Wir hätten vielleicht doch auf die Inside Runs gehen sollen. Ah, aber die haben bisher gut funktioniert, die Outside Run Defense, auch gegen die Inside Läufe. Aber da sind wir mit Baker dran. Und Shoppen können Chubb stoppen. So, bevor er die Lücke erreicht, die dann in der Mitte war. Followed his blocks, let everything develop, and then burst through for big gains. The run got 4. Now they deal with a 2nd and 6. Coming right, this is Chubb on the toss. Und da sind wir mit Baker. 101 Yard hat er jetzt schon. Da ist natürlich der Megalauf mit drin. Aber das zählt alles zu den Statistiken von Chubb. Und oh, der wird zum Glück rausgeschlagen von Howard. Und dadurch müssen sie den Ball wieder weggeben. Und der geht out of bounds. Und das ist ein Touchback. Und damit von einer 20 oder 25? 20. So, Devonta Parker heute auch ein wichtiger Teil des Spiels. 6-mal war er das Ziel, 5-mal konnte er den Ball fangen. Sets up opportunities for big plays. Looks like a run, turn into a play action, and throw one deep. Den hat Gesicki, schön. 2006. They'll contain him to just 4. 2nd down. Now a play fake. Here's Tagovailoa. Und der ist weg. Der ein und der war noch in der Pocket. Da war ich noch in der Pocket. Ah, das ist ein Fehler, der darf nicht passieren. Und damit haben wir 2. und 18.
Ne, dritter und 18 sogar. Das ist ja, genau. Geht zurück und auch noch das Play. Zurück. Und hat den Parker. Er hat ihn! Devonte Parker. Starker Catch. Dann gucke ich nochmal. Gerade so. Den Fuß unten gehabt beide und damit den Catch gemacht für uns. Und damit geht's weiter. Obwohl ich den Ball eigentlich schon verloren gesehen habe, dass dieses Mal den Drive. Waddle jetzt mit dem nächsten Lauf. Und das nächste First Down. Keine Chance aktuell für die Browns. Da habe ich nichts gegen, wenn das so zu Ende geht. And I think it's a lot because of the receivers that are being developed nowadays. These guys look like running backs, even though they're playing. Den hat Waddle. Schön. Also das, jetzt läuft es mehr als gut für uns. Da können wir uns nicht beschweren. Und wir sind kurz vorm Ende des dritten Viertels. Also noch besser. So. Und Todd Gurley mit dem Touchdown. Das genau zum Ende des dritten Quarters das Play und der Touchdown. Und jetzt sollten wir es eigentlich haben. Hier muss ja dann wirklich noch einiges passieren, dass wir das Ding außer Hand geben. Also hier muss ja jetzt alles dann schief laufen. Und der PAT ist gut. 34:7. Und hier sehen wir es bisher, die ganzen Werte, und wir sind eine deutlich überlegenere Mannschaft. Also keine Chance für die Browns aktuell, hier irgendwas uns entgegenzusetzen. Und damit werden wir ins Conference Final einziehen und dann auf Pittsburgh oder Kansas City Chiefs treffen. Und wenn wir das reale Game nehmen, was letzte Woche war, dann wird das ein einfaches Spiel für Kansas City. Und wir sollten uns in Acht nehmen vor Kansas City dann nächste Woche. Aber wir wissen, in Madden ist alles möglich. Man sieht es an dieser Franchise hier. Wir sind mit den Miami Dolphins in den Playoffs und schauen uns mit dem abgefangenen Ball. Und den hätte er vielleicht versuchen können zu intercepten. Aber ich glaube, das ging so schnell. Und jetzt lassen wir den Ball fallen. 0 von 5 Bällen angebracht, eine Interception. Also Baker Mayfield geht hier heute komplett unter. Komplett. Und jetzt kommen sie nach vorne wegen Roughing the Passer. Ja. Ah, mit Geno Atkins, ja. Also sie kommen nach vorne nicht, weil Baker Mayfield die Bälle anbringt, sondern weil wir eine Penalty verursachen. Und das ist auch wieder 0 von 6. Eine Interception. Jetzt hat er den ersten. Im vierten Quarter, 6 Minuten vom Ende. Der erste Ball, der ankommt, ist 22 Yards. Also so stellt man sich nicht ein gutes Playoffs-Game vor. Und da ist Nick Sharp, McCarthy kann ihn aber stoppen.
Also der einzige Touchdown war durch ein Laufspiel und jetzt das zweite erfolgreiche Passspiel Baker Mayfield bei Baker Mayfield ist zu seinem Running Back. Das ist bezeichnend für dieses Spiel, was hier jetzt abgeht, dass Baker Mayfield jetzt auf Chubb vertraut, obwohl sie eigentlich schnell punkten müssten. Geben Sie uns hier die Zeit. 5 Minuten noch auf der Uhr. Nick Chubb mit dem nächsten Lauf. So können wir es halt gut unterbinden. Und da ist der nächste Lauf und 3. und 3 und das ist neues First Down, jo. Aber es passiert hier nichts. Also sie sind zu langsam, meiner Meinung nach, für ein Comeback. Und jetzt fummelt er hin. Wilkinson nochmal mit einem Spin-Move und der ist... Oh, nee, da kommt man nicht in die Endzone. Aber wir sind kurz vor der Endzone. Wilkinson, der den Fumble aufhebt, verursacht, glaube ich, von Short. Und das war ein Powerspiel. Ja, nee, Atkins. Gino Atkins verursacht den Fumble. Und hier sehen wir die Werte von Devonta Parker heute. Extrem starkes Spiel von ihm. Will Fuller heute ein bisschen abseits vom Platz, muss man einfach mal sagen. Also der ist heute keine Wahl für uns. Und der nächste gute Lauf von Todd Gurley. 2. und 5. So, was machen wir als nächstes? So. Darf Will Fuller jetzt den Ball fangen? Ja, darf er. Will Fullers erster Catch in dieser Partie. Und der ist auch gleich mal ganz gut. Können wir gleich noch einmal machen. Schön. So. Todd Gurley kommt er jetzt noch in die Endzone gelaufen? Nein, nicht. Oder besser gesagt, noch nicht. So. 2-Minute Warning ist erreicht. 34:7. Also, wenn hier nichts mehr... Also ich weiß nicht, was hier noch passieren muss, damit wir das Ding jetzt verlieren würden. Und da ist Todd Gurley fast mit dem Touchdown. 100 Yards in diesem Game von Todd Gurley. Jetzt... That didn't just feel like good defense there. That felt like pride, didn't it? He's already gotten into the end zone twice, trying to get there for a third time. No one likes to have the hat trick against them. So, also Run. Und jetzt versuchen wir hinter dem Running Back, hinter unserem Fullback mit Gurley hineinzulaufen. Und das ist es. Touchdown. Todd Gurley. Also, der ist heute mördermäßig unterwegs, Todd Gurley. Aber ich weiß nicht, für wen ich mich entscheiden müsste. Für Todd Gurley oder für Tua Tagovailoa. Heute mit dem Spiel seines Lebens
Also wer, ich weiß nicht, wen ich nehmen würde als Offensive Player of the Week, weil Tua ein extrem starkes Spiel, Todd Gurley ein extrem starkes Spiel, also beide mit einem Mörderspielen, also boah, ich wüsste es echt nicht. Weil Parker war auch nicht schlecht, aber Parker fehlt halt. Ich glaube, noch ein Touchdown hat gewonnen, Parker. Aber ich glaube, es waren halt zu wenig Yards, also vom Spiel her jetzt, um wirklich Offensive Play of the Week zu werden. Also, ich glaube doch, es würde sich zwischen Tua und Todd Gurley entscheiden und da wird dann halt die Frage sein, wer hat mehr Impact, und das ist dann halt ganz klar der Quarterback. Auch hier im Spiel, also wird es, glaube ich, Tua Offensive Player of the Week. Obwohl, wenn ich halt so überlege, was Gurley gemacht hat, er hat einen Touchdown gefangen, erlaufen. Also mehr kann er nicht machen. Wilkinson jetzt mit dem nächsten Sack. Also außer Defense könnte auch noch einer von uns diese Woche Play of the Week werden. Weil Baker Mayfield, der konnte ja überhaupt nicht ins Spiel. Also, man hat das Gefühl so, warum machst du das noch? Und da ist Fenwinkel mit dem nächsten Tackle. 4 Bälle hat er angebracht, Baker Mayfield. Ein Touchdown, eine Interception, also das Spiel ist bitter. Das ist richtig bitter von Baker Mayfield. Und Fenwinkel hier mit dem ordentlichen User-Hit-Stick. Und jetzt sind wir bei 4. und 16 und jetzt will er den Shot natürlich nehmen, damit wir ja nicht den Ball kriegen. Und den hat Howard intercepted und das war's. Xavier Howards zweite Interception in diesem Spiel. Also das ist hier eine pure Dominanz. Also die Browns haben ja überhaupt nix. Die können nichts entgegenwerfen. Und wir haben das Spiel eigentlich so gut wie von Anfang bis Ende im Griff gehabt. Und der Lauf ist nicht gut. 100 Yards, das war's. Der Sieg für uns. Und damit sind wir im Divisional Final gegen Kansas City Chiefs oder Pittsburgh Steelers. Dolphins advancing in these playoffs as we say so long, everybody. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben es die Cleveland Browns geschafft, Minus-Yards beim Passen zu haben. Es ist auch was, obwohl, naja, Baker Mayfield 47 Yards hat er ja erworfen, also Minus finde ich jetzt ist das nicht. Und hier sehen wir die Werte und also 5 Touchdown-Pässe, 233 Yards erworfen, 85,1% Completion. Also, ich weiß nicht, was gegen Tua spricht in diesem Spiel. Also, ich glaube doch, Tua wird hier Offensive Player of the Week, weil Todd Gurley über 100 Yards, ein Touchdown erlaufen. Dazu kommt bei Gurley eigentlich sogar noch 3 Receptions für 38 Yards und 2 Touchdowns. Also, ist auch schwer und ich glaube, wir gehen einfach eine Woche weiter und gucken, was dabei rauskommt.
Aber wie gesagt, Bärenspiel. Bärenspiel von Tua. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass das, also dass dieser Knoten geplatzt ist. Jetzt bei Tua. Also dass hier der Knoten geplatzt ist und er jetzt wirklich der Quarterback ist, den ich mir am Anfang der Franchise gewünscht habe. Ein souveräner Quarterback, der Fehler machen darf. Natürlich, ganz klar. Aber halt souverän auftritt. Gefestigt auftritt und nicht diese Schwankungen drin hat. Weil so wie das Spiel war, das war wirklich ein Kaliber von einem Top-Quarterback. Also, klar hat er in diesem Spiel keine Fehler gemacht. Selbst wenn er jetzt, also keine richtig krassen Fehler. Aber selbst wenn, ich sag's mal, wir mal einen First Down nicht kriegen oder mal auch 2 nicht im Spiel kriegen, aber er trotzdem dieses Selbstbewusstsein ausstrahlt, was wir in dieser Woche mit ihm hatten, dann war das wirklich so ein Breakout-Game von ihm. Mal schauen. Und wir gucken jetzt, wer nächste Woche unser Gegner wird im AFC Conference Championship Game. Bitte nicht die Chiefs. Es sind die Chiefs. Es sind die Kansas City Chiefs. Und wir schauen mal mit was für einem Game. Ja, wir können ja hier. Warum will ich denn hier gucken? Wir können ja auch hier gucken. Okay, what's that? Playoffs. Und sie sind mit 34-24 weitergekommen. Und jetzt gegen die Chiefs im AFC Championship Game. Das wird hart. Und dann treffen wir entweder auf die Dallas Cowboys, die San Francisco rausgehauen haben, und die Vikings, oder auf die Tampa Bay Buccaneers, die Green Bay und den NFC Platz Nummer 1, die Carolina Panthers, vom Feld gefegt haben. Das ist hart. Aber die AFC zeigt 1 und 2 gegeneinander, in der NFC 2 und 5. Also das zeigt, wie stark die NFC ist. Also ich hoffe wirklich, dass wir halbwegs gut aussehen. Wenn wir nicht im Super Bowl kommen, dann sollen wir wenigstens gut präsentieren gegen die Chiefs. Das wird das Ziel sein. Und wir gucken jetzt View Weekly Awards. Also einer hat es reingeschafft. Ich glaube, es ist offensiv. Bin mir da nicht sicher. Also erstmal können wir Tour upgraden. Das ist schon mal vielleicht sogar ein Zeichen darauf, wer hier den Weekly Award bekommen hat. Okay, er geht von einer 80 auf eine 79 runter. Auch schön. Ich mache ein Upgrade. Er geht runter. Er wird schlechter. Okay, danke, Madden. Dann schauen wir mal. Und es ist Tour. Und Xavier Howard. Xavier Howard mit den 2 Interceptions Defensive Player of the Week. Und Tua Tagovailoa mit dem Offensive Player of the Week. 5 Touchdown-Pässe. Einen einzigen Sack hat er kassiert. 3 Rush Yards sogar noch dazu und 233 Pass Yards. Also, ja, wenn man die Werte so liest, dann ist es verdient. Weil, wie gesagt, ich habe mich ja auch auf Todd Gurley oder Tua konzentriert und gedacht, dass die beiden es werden. Erstmal machen wir jetzt noch das Training, dass wir das weghaben und dann nehmen wir noch die Verbesserungen mit und dann beenden wir das hier für heute. Wir hoffen keine Verletzungen, keiner, der sich irgendwie noch kurz vor dem
von diesem Spiel gegen Kansas City verletzt, den wir brauchen. Und das sieht gut aus. Sage ich, und wir sehen Van Ginkel mit einer Verletzung. Das ist natürlich hart, aber gut, damit müssen wir rechnen. Also wie gesagt, nächste Woche dann gegen die Kansas City Chiefs. Waddle können wir jetzt nochmal upgraden. Dort würde ich gerne Route Run verbessern. Und er steigt sogar noch einen auf. Perfekt. Dann Data kriegt nochmal ein Upgrade. Noch besser. Und McKinney. Power Rush. Geben wir ihm. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche, wenn es dann heißt Let's Play Madden NFL 22. Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs im AFC Championship Game. Ciao.